Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video besuchen wir eine beeindruckende Höhle, Reisen an den östlichsten Punkt unserer Reise nach Gaziantep und lernen die Art und Weise, wie wir reisen, auf eine ganz neue Art kennen. Wenn dir das Video gefällt, dann lass ganz viel Liebe da, abonniere unseren Kanal und schreib einen lieben Kommentar. Los geht's! Heute wurden wir um 7 Uhr morgens von einem krassen Gewitter geweckt. Das ist jetzt mittlerweile weggezogen, zum Glück. Und wir wollten eigentlich direkt losfahren jetzt zu einer Höhle, haben uns jetzt aber entschieden, noch ein bisschen zu warten, um das Wasser wieder abfließen zu lassen. Und dann schauen wir mal, was wir heute den Tag alles erleben werden. Und das Krasse ist, dass wir haben diverse Wetter-Apps geprüft, irgendwie 4, 5 Stück. Und keine hat ein solches starkes Gewitter vorhergesagt. Also das Wetter in der Türkei im Winter und auch in Griechenland haben wir auch schon erlebt, ist nicht zu unterschätzen. Genau, und dann haben wir jetzt vorhin Wetter Online gesehen und da können Sie sogar die Live-Blitze darstellen auf der Karte, aber Sie konnten kein Wettermodell herstellen. Also spannend. Wir besuchen jetzt so Höhlen. Wie genau die heißen, schreiben wir dir in die Kommentare, weil wir können es nicht aussprechen. Und man merkt, hier drin ist schon ziemlich warm und es fühlt sich so an wie so ein Thermalbad. Laut Schätzungen soll die Höhle schon länger bestehen. Sie soll über 1,5 Millionen Jahre alt sein und sie wurde 1999 entdeckt. Und zwar von einem Hirt, der hier mit seinen Geißen war. Der hat draußen einen Igel gesehen und ging dann dem Igel nach, der durch ein Gebüsch ging. Und dann sah er eben diese Höhle und hat diese Höhle entdeckt. Die Höhle soll über 450 Meter lang sein und man sagt sogar, dass hier früher Menschen drin gewohnt haben. Und jetzt noch ein bisschen Steinkunde. Hier in der Höhle befinden sich ganz viele Stalaktiten und Stalagmiten. Und wie man sich das merken kann, da gibt es eine Eselsbrücke. Und zwar die Miten steigen, also die wachsen hoch und die Titten, die hängen. Wir sind wieder draußen und so was Schönes haben wir noch nie gesehen, also es lohnt sich wirklich. Es hat auch nur 30 türkische Lira Eintritt pro Person gekostet, das ist eigentlich voll fair. Und, Fun Fact, es sind 355 Stufen bis nach ganz unten.
Nach diesem wunderbaren Naturschauspiel, diese Höhle hier, fahren wir weiter. Wir wissen im Moment auch nicht so recht, was wir alles anschauen sollen, wo wir hinfahren sollen, weil es ist einfach irre weit Natur und Straßen und Küstenstraße. Wir haben jetzt einfach mal den nächsten Stellplatz eingegeben und fahren das jetzt einfach mal ab und genießen einfach diese wunderbare Natur hier in der Türkei. Vor uns fährt ein Straßenputzauto und anders als wir das kennen, spritzt es hier einfach Wasser raus und ja, dann soll es irgendwie sauber werden. Wir sind jetzt nach Tarsus, glaube ich, heißt es, gefahren. Da gibt es so einen städtischen kostenlosen Stellplatz, darf man 3 Tage sein. Mit einer Waschmaschine haben wir gedacht, super, nutzen wir natürlich gleich. Aber über Winter in der Türkei ist so ein bisschen schwierig. Ich zeige dir jetzt mal, wie Patrizia aussieht. Aber wenigstens können wir unsere Sonnenmarkise jetzt mal als Regenmarkise gebrauchen, weil hier gibt es keinen Trockner und wir suchen irgendwie die Wäsche zu trocknen da hinten. Räumen alles immer ein bisschen hin und her und warten, weil wir eigentlich morgen auf den Markt gehen wollen. Guten Morgen, die Sonne scheint wieder, es ist richtig schön. Wir haben die Wäsche gestern noch im Van getrocknet, aber man kann sie jetzt auch draußen trocknen, denn heute soll kein Regen mehr kommen, hoffe ich zumindest. Wie das so mit den Wetter-Apps hier in der Türkei ist, wissen wir ja bereits, es stimmt irgendwie keine. Aber ja, wir haben heute Großes vor, denn wir wollen in die Stadt von Tarsus. Dort gibt es eine Art Street Food Market, wo man regionale und traditionelle Produkte kaufen und degustieren kann. Ich bin schon richtig gespannt, was wir dort alles erleben werden. Merhaba. Wir sind mittlerweile in der Stadt Tarsus. Die gehört zur Provinz von Mersin und ist eine der ältesten Städte hier in der Region. Hat eine Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht und man kann heute noch diverse Sachen anschauen. Unter anderem ist hier hinter mir das Museum, wo alles Wichtige über Tarsus steht und diverse Gegenstände, die angeschaut werden können. Unter anderem ist es auch der Geburtsort des Bibelapostels Paulus, der eine Schlüsselrolle in der Prägung des Christentums bildete. Unter anderem wäre auch hier auf diesem Platz vor dem Museum der Slow Food Market, an dem man regionale, lokale Produkte probieren und kaufen kann. Leider ist er heute irgendwie nicht. Wir haben gedacht, er wäre auch am Samstag, aber ich denke, er ist nur am Sonntag. Einen langen Fußmarsch später sind wir wieder bei unserem Campervan angekommen.
Tarsus ist echt eine mega coole Stadt, können wir wirklich empfehlen. Aber jetzt macht Patricia erstmal Chai-Tee und wir trinken einen Chai-Tee und setzen uns an die Sonne, denn das Wetter ist wieder gut geworden. 3 Tage durften wir hier auf diesem Stellplatz in Tarsus stehen. Das von der Gemeinde aus organisiert, es ist kostenlos. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Sogar eine Dusche, Toilette und, was ganz wichtig ist hier in der Türkei, eine Waschmaschine. Und selbst die ist kostenlos, man darf eine Wäsche pro Tag waschen. Eine haben wir natürlich genutzt. Und jetzt zieht es uns aber weiter, noch ein bisschen östlicher, soweit wir halt eben heute kommen. Aber ich zeige dir mal noch ein bisschen hier den Stellplatz. Oh Türkei, Türkei, du machst es uns nicht leicht. Wir haben eigentlich hier einen mega coolen Stellplatz, dachten wir hätten wir. Sind jetzt extra dahin gefahren, weil das so die Hälfte der Etappe ist, die wir fahren wollen. Nichts gewesen, wir kommen da nicht durch. Thorsten und Franzi haben schon fast ihren Van auf die Seite gelegt. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal 2,5 Stunden zu fahren. Ja, so ist das teilweise beim wirklichen Vanlife. Aber es ist jetzt 16 Uhr, es ist nicht mehr ganz so lange dunkel, es ist länger hell, also von daher müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, nochmal 2,5 Stunden Auto fahren. Wenn wir schon in dieser Region sind, dann schauen wir uns jetzt Gaziantep an. Sind sehr gespannt, wie das hier ausschaut. Es sieht vielversprechend aus. Und es soll bekannt sein für Baklava. Genau, und Pistazien. Es wird wieder eine Schlemmerei heute. Wir sind aber auch gespannt, wie wir die Schäden dieses Erdbebens, das hier vor einem Jahr gewesen ist, ja, noch sehen, wie das so ist. Darum fahren wir auch in die Stadt, weil wir hier Geld ausgeben wollen. Das hilft, glaube ich, den Menschen am besten. Jetzt haben wir schon alles bereit, also fahren wir los. Nach knapp einer Stunde hier in der Stadt haben wir endlich einen Parkplatz gefunden. Es ist richtig voll und es regnet. Und laut meiner App, diversen Apps, 2, 3, 4 Apps, soll eigentlich die Sonne scheinen, aber es regnet. Ja, wir warten jetzt, essen noch was zum Mittag und hoffen, dass der Regen aufhört. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen oder es tröpfelt nur noch ganz leicht. Also haben wir uns angezogen und schauen uns jetzt Gaziantep an. Hinter mir siehst du die Burg. Die wurde durch das Erdbeben im Jahr 2023. Also es ist jetzt knapp ein Jahr her, als da das schwere Erdbeben von 7,8 war. Da wurde die Burg komplett oder fast komplett zerstört. Es hat schon einige Kriege und Naturkatastrophen überlebt, aber das schwere Erdbeben leider nicht. Die Burg ist über 2200 Jahre alt und wurde in der Römerzeit erbaut und immer wieder weitergebaut. Gaziantep hat über 2,1 Millionen Einwohner und zählt somit zur 5. größten Stadt der Türkei. Sie ist über 5000 Jahre alt und eine der ältesten Städte der Welt. Gaziantep hat eine ziemlich ethnische Vielfalt von Bewohnern. Zum Beispiel wohnen hier Türken, Araber und Kurden. Und sie hat eine ziemlich historische alte Stadt, also eine Altstadt. Scheiße. Und sie hat eigentlich eine
ziemlich schöne Altstadt und die gehen wir jetzt anschauen. Wir schauen jetzt hier die verschiedenen Basare an. Es gibt nämlich hier ganz viele. Und zum Beispiel hier ist ein Basar, da kann man Trockenobst und Pfeffer kaufen, weil der Pulbiber heißt der ist hier ganz bekannt. Unter anderem waren wir vorhin ja auf einem Handwerksmarkt, der Kupferdinge verkauft hat. Und hier weiter hier vorne soll es auch noch so einen Handwerksmarkt haben. Also hier in Gaziantep sind Baklava ja so berühmt und wir sind hier jetzt in der berühmtesten Baklava-Bäckerei und haben uns natürlich ein bisschen Baklava gekauft. Wir haben es jetzt doch noch geschafft. Wir haben Lahmacun gekriegt. Soll ja irgendwie die Welthauptstadt davon sein. Ganz frisch gemacht und jetzt nehmen wir das zurück zu unseren Vans und essen das da. Vieles ist wirklich hier schon alles wieder aufgebaut. Von diesem Erdbeben sieht man rund um die Stadt wirklich nicht mehr viel. Außer hier drüben wäre eigentlich der Carrefour und da wollen wir eigentlich einkaufen gehen. Da steht aber eine dicke, fette Baugrube, also müssen wir uns was anderes suchen. Wunderschönen guten Morgen. Die Sonne lacht wieder nach dem großen Regen von gestern. Aber wir werden die Region Gaziantep heute verlassen, weil wir wollen so Richtung Hochland fahren, weil wir denken, das mit dem Wetter geht langsam auf. Was aber in der Türkei von Vorteil ist, ist ein Wasserfilter. Die haben zwar super geniales Wasser hier, aber wir filtern es trotzdem immer. Und wenn du hier Wasser zapfen willst, dann ist so ein sogenannter Wasserdieb ganz gut. Wir haben den von Gardena. Und jetzt noch einen zweiten gekauft, weil wir ihn so oft brauchen und dann kann sich das irgendwie mal ein bisschen ausleiern. Also von daher haben wir jetzt einen zweiten an Bord. Und das schließe ich jetzt mal an, hoffen wir, dass der Druck hält und dann können wir Wasser tanken. So, das funktioniert. Wir haben Wasser. Wenn der Wasserdruck nicht allzu hoch ist, dann geht es wirklich tipptopp. Und wir können sowieso nie mit Vollgas unser Wassersystem füllen, weil zu viel Wasser und die Luft muss auch irgendwie aus dem Tank. Also haben wir da immer ein bisschen Zeit zum Wassertanken. Die heutige Etappe sind 130 Kilometer, knapp 2 Stunden Fahrt, hoffentlich, Richtung Kappadokien. Wir fahren nordwärts jetzt wieder und fahren da zu einem schönen Stellplatz hoffentlich und probieren eine neue Straße aus. In der Hoffnung, dass die top ist, weil sonst müssen wir wieder zurück nach Mersin. Aber wir sind jetzt mal gute Dinge. Wir haben versucht, das Auto zu waschen. Es ist beim Versuch geblieben. Es hat überhaupt nichts genützt. Weil es gibt irgendwie keine Bürste und unser Auto ist so dreckig. Aber wir haben jetzt 2 so Barcodes gekriegt. Thorstens hat nicht funktioniert, unsere hat funktioniert. Jetzt ja, ist es zumindest mal ein bisschen sauberer, als es auch schon war.
Nach einer langen, aber guten Fahrt sind wir am Tekir Creek angekommen. Das scheint irgendwie so wie so ein Blue Eye zu sein, das wir in Albanien schon gesehen haben. Auf jeden Fall ist hinten ein Berg, dann unten ein Pool und plötzlich ein Fluss ist da. Und das können wir jetzt anschauen. Es ist schon verrückt. Wir liegen hier auf 1050 Meter Höhe. Dementsprechend kalt ist es, aber hinter mir sind alles Berge und dann entspringt hier einfach plötzlich dieser riesengroße Fluss. Ja, in der Türkei geht Schlag auf Schlag. Wir haben die Woche schon wieder durch. Mega viel erlebt, wirklich mega viel erlebt. Wir hätten nicht gedacht, dass die Türkei so abwechslungsreich ist und dass wir so viele verschiedene Sachen hier erleben. Wir haben den östlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Wir sind wirklich an 59 Kilometer nah an die syrische Grenze gefahren, auch in dieses Erdbebengebiet, und es hat uns schwer beeindruckt. Aber was hat dir diese Woche am besten gefallen? Ich fand die Höhle ganz cool mit den Stalagmiten und wie heißen die anderen? Stalaktiten. Stalaktiten und Stalagmiten. Und du? Ja, ich fand der Besuch in dieser Stadt Gaziantep wirklich sehr beeindruckend. Man reist so durch die Türkei, oder wir haben es so gekannt, und ja, man kann in Antalya Souvenirs kaufen und sonst so ein Quatsch, aber da in Gaziantep, als wir durch diese Gassen geschlichen sind, wir haben hinten das Kunsthandwerk gesehen, wie ja, Jugendliche in dieses Kunsthandwerk, diese Kupferklopferei eingeführt werden, wie diese Souvenirs, die dann wirklich so in Siede auf dem Markt verkauft werden, wie die halt hier hergestellt werden. Man hat in Seitengassen reingeschaut und es ist hier jetzt nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchenreise gewesen, sondern man musste die Schönheit auf eine andere Art entdecken. Und mir hat das ganz, ganz gut getan. Das hast du schön gesagt. Oh, danke schön. Und was hat dir am besten gefallen? Was hat dich beeindruckt? Genau, würde mich auch wundern. Schreib das mal unten in die Kommentare. Und jetzt, du siehst unseren Jacken an, wir sind viel höher, wir sind Richtung Gebirge unterwegs und fahren heute ein großes Stück wieder weiter. Kappadokia. Genau, und freuen uns mega drauf. Aber das erleben wir diese Woche und sagen wir dir nächste Woche. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ganz viel Liebe da, abonniere unseren Kanal und schreib einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.